Hallo meine Lieben, bei uns geht es heute in dem Video um eine Band, die aktuell in aller Munde ist, und zwar um The Who. Das ist eine mongolische Band, die hat es in kürzerer Zeit geschafft, mit nur 2 Videos ungefähr 20 Millionen Klicks zu erzeugen. Ich meine, das ist ja schon eine betrachtliche Summe, wenn man mal sieht, 2 Videos. Und wir haben uns gestern die Jungs live angeschaut auf ihrer ersten europäischen Tour sozusagen, und die war in einem kleinen Club in Berlin. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie das so war, dann dranbleiben. Damit starten wir im Übrigen heute eine neue Serie, in der es um Metal aus aller Welt gehen sollte. Man kennt ja so eigentlich die typischen Verdächtigen, ne, wie Norwegen, Schweden, USA, Deutschland etc. pipapo. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Metal aus, zum Beispiel in Japan, in Russland, in Buxtehude, keine Ahnung, von überall. Das finden wir nämlich super mega spannend und wollten eben für euch und mit euch zusammen auf Erkundungstour gehen. So, bevor wir aber zum Konzerterlebnis kommen und wie das Ganze für uns war, genau, hier noch ein paar kleine Fakten zu der Band. Der mongolische Bandname The Who ist abgeleitet von The Human und bedeutet so viel wie Mensch. Was die Musikrichtung angeht, haben die Jungs was Neues kombiniert oder kreiert, genau, und nennen das Ganze Hunorok. Sie kombinieren da oder nutzen traditionelle mongolische Instrumente, wie beispielsweise die Pferdekopfgeige, die Maultrommel, die Laute, und kombinieren das mit den klassischen Elementen aus dem Heavy Metal, die man kennt, dem Bass und das Schlagzeug. Aber das Typische, was sie auch noch nutzen, ist dieser Kehlengesang. Ich finde das sehr einzigartig, weil das klingt für mich so ein bisschen wie ein Didgeridoo. Gegründet wurde die Band 2016 in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar. Du guckst schon wieder so wahrscheinlich. Total falsch ausgesprochen. Alles gut. Genau. Sie wurde von 4 Bandmitgliedern gegründet und diese werden von ihrem Produzenten Dashka unterstützt. Gut, einige munkeln jetzt, ob das irgendwie eine gecastete Band ist, ähnlich wie man es schon kennt von den Backstreet Boys oder aus dem Metal-Bereich von Ghost. Aber ganz ehrlich, selbst wenn es so ist, finde ich oder finden wir, dass es vor allem der Professionalität und der Qualität überhaupt keinen Abbruch tut. Die 4 Bandmitglieder haben ja alle ein Studium der Musik abgeschlossen und wissen definitiv, wie man ein Publikum begeistert. Und der beste Beweis dafür sind die Videos. Ja, was kann man sich denn eigentlich unter so einem Video einer mongolischen Band vorstellen? Ich muss sagen, ich habe mich in das Video zu Juve 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 total verliebt. Zum einen, weil es mich an meine Kindheit erinnert hat. Ich bin ja in Kasachstan aufgewachsen und die Kulturen und die Landschaft ist sehr, sehr ähnlich. Das hat mich halt extrem daran erinnert. Und zum anderen finde ich es von der Story her sehr, sehr spannend, und die Musik ist natürlich so mitreißend, mitpackend. Es ist quasi ein Ohrwurm, den man dann nicht mehr los wird. Und was ich noch sagen muss, es ist wahnsinnig gut produziert, wirklich auf den Punkt genau. Ja, man sieht diese herrlich schöne Landschaft und dann die Jungs darin singen oder eben auf den Instrumenten spielen, und das hat einfach so eine schöne Stimmung. Das Look and Feel finde ich auch richtig, richtig gut. Die Drohnenaufnahmen von der Natur sind natürlich hervorragend. Also ich denke mal, damit haben sie einen richtig guten Start hingelegt. Wobei ich den zweiten Song auch ganz cool finde mit dem Video. Ich finde aber auch, wenn man das zweite Video bzw. den zweiten Song The Wolf Totem betrachtet, kann das auf jeden Fall mit dem ersten Song mithalten, gerade vom Look and Feel. Das Ganze hat zwar eine aggressivere Stimmung und ja, erinnert so ein bisschen an die mongolischen Reiter von heute sozusagen, die Biker mit ihren fetten Maschinen und ja, aggressiv, und sie singen über Kampf und ja, dass man sich ständig beweisen muss und nicht unterkriegen lassen muss, und ja, ich finde einfach mit dieser mongolischen Landschaft zusammen und dann diese Biker mit ihren fetten Maschinen, das ist einfach echt ein geniales Bild. Ja, die beiden Videos sind ja letztes Jahr im Herbst online gegangen und das war's auch schon. Es gab nur diese 2 Videos der Bands und sonst nichts. Es gab kein Album, es gab keine weiteren Songs, es war nichts zu finden. Es gab wirklich nur diese beiden Songs und die sind ja mega viral gegangen, ne? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, man muss ja erstmal in dieser Zeit 20 Millionen Klicks zusammenbekommen. Ja,
Definitiv. Ich fand das ja auch spannend. Ich meine, wir haben ja auch gesucht wie verrückt, ne? So, okay, da kribbelst dir in den Fingern und du willst irgendwie noch mehr und mehr hören und findest aber rein gar nichts. Naja, bis man dann irgendwann mal über ein Instagram-Profil gestolpert ist, dann hat man entdeckt, oh, okay, die gehen ja jetzt auf Tour und starten ihre Tour mal zufälligerweise in Berlin. Na, die Gelegenheit lässt man sich natürlich nicht entgehen. Deswegen waren wir gestern auf dem Konzert. Ja, bevor wir euch jetzt erzählen, wie das Konzert gestern überhaupt gewesen ist, hier schon mal die ersten Eindrücke aus dem Sage Club gestern.
also ich würde sagen, wenn das Medley euch nicht überzeugt hat und dass die Jungs es richtig drauf haben, das Publikum zu rocken, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, hey, die haben noch gar nicht mal das Album veröffentlicht. Es kommt ja erst so im September raus und gehen dann schon auf Welttournee. Das ist total verrückt. Ich meine, die hatten dann im Endeffekt 45 Minuten ungefähr gespielt und hatten 8 Songs dabei im Gepäck. Aber trotzdem, so, ich finde es halt relativ witzig. Jedenfalls hat man denen auch angemerkt, dass sie ein bisschen schüchtern zu Anfang waren, ein bisschen distanziert. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich denkt, jetzt stehe ich plötzlich in Berlin hier vor einem Publikum, was total vermischt ist und weiß jetzt nicht, wie die überhaupt reagieren. Und dann plötzlich merkt man dann, okay, die reagieren richtig cool, die rocken mit, alles gut, jetzt können wir richtig Stimmung machen. Und das hat man denen so ein bisschen angemerkt gestern. Dann ist alles so abgefahren. Und dann haben die sich getraut, ein bisschen mehr aus sich herauszugehen, sind ein bisschen abgetaut. Ich fand es irgendwie auch sehr witzig, denn gefühlt war gestern das halbe Publikum Asiaten und ja, als die Band so 1, 2 Witze gemacht haben, dann irgendwie der halbe Club gelacht hat und ja, man selbst nichts verstanden hat und sich dachte so, what? Aber ich meine, gut, so ein paar Sätze hat die Band ja auch auf Englisch gesprochen und man muss denen ja zugute halten, sie haben vorher gut eingeübt oder studiert, Dankeschön Berlin zu sagen. Ja, das war echt cool. Schön fand ich aber auch, die hatten zum Schluss, wollten zum Schluss eigentlich schon gehen und haben sich verabschiedet, ne? Und waren schon so gerade so beim Runtergehen. Und dann irgendwie, man kennt es ja, Zugabe, ne? Die Leute haben so ein bisschen mitgefiebert. Und dann haben die sich kurz auf der Bühne besprochen, so, ja, was machen wir denn jetzt, was ist denn das? Und dann sind sie nochmal hoch. Und naja, aus Mangel an bestehenden Liedern haben sie halt eben nochmal eins wiederholt, was ich total gerne mochte. Und Glück gehabt, ne? Ja, Glück gehabt. Aber ich meine, mein Gott, ja, dann haut man doch mal dasselbe raus. Warum denn eigentlich nicht? Wenn das Publikum es mag, ja, kann man doch machen, oder? Klar. Immer noch besser, als einfach nur abzuhauen und gar keine Zugabe zu geben. Wir haben uns natürlich noch eine schöne Sache gestern gegönnt, eine kleine EP. Die Jungs hat man ja gestern bei Instagram vor der Show noch signieren sehen und wusste, aha, okay, pack mal dein Geld ein, da wird es wieder gekauft. Und manche sind die 2 Songs drauf, die wir aus dem Video schon kennen. Und dann noch den neuen, den haben sie, glaube ich, vor 2 Tagen veröffentlicht. 2 Tagen? Ja, richtig. Aus dem neuen Album auf jeden Fall The Garrick, wo sie ja jetzt aktuell noch dran arbeiten. Und was ja am 13.9. erscheint. So, dann jetzt mal zum Fazit. Wie fanden wir die Band? Ich finde, sie ist erfrischend, sie ist anders und es macht richtig Spaß, die auf der Bühne zu sehen. Vor allem, wie du vorhin halt schon gesagt hast, nachdem sie aufgetaut waren. Und es lohnt sich... Abgetaut, genau. Es lohnt sich definitiv, die Jungs mal anzuschauen oder hinzugehen. Die sind ja jetzt am Wochenende bei Rock im Park und Rock am Ring. Verlassen dann erstmal Deutschland und kommen dann wieder zurück. Ich habe auch gesehen, dass schon einige Shows ausverkauft sind. Finde ich richtig krass. Deswegen... Wir können es euch nur ans Herz legen, wenn ihr die Chance habt, nutzt sie wirklich, holt euch noch Tickets und guckt es euch mal live an. Tja, ich würde sagen, das war's dann jetzt an der Stelle. Für die nächste Folge orientieren wir uns so ein bisschen an Indien. Da haben wir was richtig Geiles gefunden, das wird cool. Ja. Und ansonsten hat die Welt ja noch viele weitere Länder und vieles zu bieten. Insofern bleibt gespannt. Tja, und wer jetzt noch nicht vor Hitze oder an Hitze gestorben ist, der kann ja mal eine Runde Gruppenkuscheln mit dem Like-Button. Der hat's gern. Ein Kuschelfreak. Ein Kuschelfreak, genau. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye.